In diesem Video geht es um die sogenannte GUID. Das ist eine Nummer, wenn man so will, oder eine Zeichenfolge, trifft es noch besser. Je nachdem kann das auch eben mit Buchstaben kombiniert sein. Da spricht man von der Globally Unique Identifier. Das ist eine Identifikationsnummer, die wir im technischen Bereich finden, wie beispielsweise in Archicad oder dann auch in unseren IFC-Modellen. Jetzt, was bedeutet das ganz genau? Viele kennen es vielleicht auch einfach als GUID. Und wenn wir das mit einem physischen Beispiel erklären aus unserer realen Welt, dann würde ich das wahrscheinlich gleichsetzen mit unserer AHV-Nummer, die uns der Staat zugeordnet hat, damit eben jeder von uns eindeutig identifiziert werden kann. Das heißt, jeder hat so eine Nummer gekriegt und so weiß der Staat, welche Person wer ist. Natürlich kann man das jetzt eben auch im Bereich der Digitalisierung im Bauwesen machen, also mit unseren BIM-Modellen. Und zwar hat eben eine Wand, ein Fenster, eine Stütze, eine Decke eine Identifikationsnummer. Und da ist jetzt eben nicht diese AHV-Nummer, sondern diese GUID, die zugewiesen wird und da auch wieder eindeutig vorhanden sein muss. Und so kann dann eben jedes Bauteil identifiziert werden. Jetzt, was passiert, wenn zwei Bauteile die gleiche Identifikationszeichenfolge haben? Beispielsweise ganz abstrakt 263, natürlich diese Zeichenfolge, wenn ihr sie mal im IFC anschaut, ist immens lang, damit eben die Wahrscheinlichkeit möglichst klein ist, dass genau dieser Punkt eintritt, was aber rein hypothetisch effektiv möglich wäre, dass eben da zwei Nummern gleichzeitig existieren, gerade wenn es um sehr große Modelle geht oder wenn es darum geht, dass eben diese Elemente aus verschiedenen Softwaren kombiniert werden. Jetzt, was dabei passiert ist, unser Computer weiß effektiv nicht, welches Element ist jetzt die Nummer 263, und auch da bringe ich kurz ein physisches Beispiel. Das kann man sich genau gleich vorstellen, als hätten zwei Personen in unserer realen Welt die gleiche AHV-Nummer, und dadurch hat eigentlich das staatliche System dahinter in der Administration ein Ghetto. Beispielsweise im besten Fall haben wir einmal einen Mann und einmal eine Frau, und jetzt haben wir als Staat eigentlich das Problem, dass wir ja nur einmal eine 263 in unserer Administration einpflegen können. Das heißt, schon beim Feldausfüllen Frau oder Mann hätten wir datentechnisch die ganze Zeit ein Problem, weil da ständig etwas überschrieben wird. Und genau gleich ist dann eben auch bei Bauteilen. Wenn man mit Fenstern arbeitet, dann weiß jetzt unser Computer nie, ja, welches von diesen zwei Fenstern willst du jetzt effektiv auswerten. Da ist ein doppeltes Element vorhanden, das kann nicht sein. Wie gesagt, wie vorher das Beispiel mit Frau und Mann, wenn dann das eine Fenster einen Kippflügel hat und das andere Fenster hat einen Drehflügel, dann kann der Computer nicht mehr zuordnen, bei welchem Fenster wurde jetzt ein Kippflügel eingesetzt und wo ist ein Drehflügel vorhanden, weil eben die Nummer gleich ist. Und nur aufgrund von dieser Nummer weiß die Datenbank eigentlich im Hintergrund schlussendlich, was der Geometrie genau zugeordnet werden muss. So viel so ein bisschen zu diesem Thema GUID. Es gibt gerade beim Modellaustausch dann mit IFC-Dateien gibt es Prüfungen, die möglich sind, dass man eben das verhindern kann, dass doppelte Elemente vorhanden sind, wo du es vielleicht schon entdeckt hast, beispielsweise in Archicad, wenn du mit Bibliotheken arbeitest, mit GDS arbeitest, dass du da diese doppelten Elemente hast, und da ist eigentlich im Hintergrund auch diese Logik vorhanden, dass eben aufgrund von einer gewissen Kombinatorik, aufgrund des Namens, aufgrund dieser GUID wird das Element, das du platziert hast, effektiv identifiziert. Und wenn du eben das gleiche Element in der Bibliothek zweimal hast, mit gleicher GUID, mit gleicher AHV-Nummer, wenn du so willst, dann kann eben der Computer dann nicht mehr zuordnen, was du platziert hast. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Einblick geben, wie das so ein bisschen im Hintergrund funktioniert und warum es dann eben diese doppelten Elemente gibt.
und diese Inkonsistenz in gewissen Datenbanken.